Hallo Leute, hier bin ich wieder, Klaus Weise von XXL Modellhelikopter. Es gibt ein paar Fragen, die an mich herangekommen sind, die häufig gestellt werden für die Modelle. Wie bekomme ich Scheiben? Also die Verglasung ist scheinbar ein Riesenthema. Viele wissen nicht, woher sie die Scheiben nachher bekommen würden, wenn sie selber ein Modell bauen. Das ist natürlich so, das musst du selber machen. Und wie das geht, das zeige ich jetzt kurz. Was man als erstes braucht, das ist ein Urmodell. Ein Urmodell, so wie es hier liegt, von der Form der Scheibe. Das wird erzeugt dadurch, dass man GFK-Matten oder sonstige brauchbare Materialien wie zum Beispiel Gips oder Keramikmaterialien, die gibt es bei R&G zu kaufen, dass man sowas in die Form einlegt und dadurch eine große harte Oberfläche bekommt, wie nachher die Scheibe aussehen soll. Quasi ein Positivmodell. Das Material besteht aus Keramik. Das hört man auch. Das ist also quasi wie eine Kaffeetasse. Oder Gips. Gips geht natürlich genauso. Es muss eben temperaturfest sein. Und zwar bis etwa 150 Grad sollte es aushalten, ohne dass es Blasen gibt oder es in sich zusammenfällt. Das war mal das Wichtigste, so ein Urmodell zu erstellen. Und wie das geht, ich habe welche da, das zeige ich kurz. Das wäre eine Scheibenform vom Airwolf. Das ist ein Teil, das nachher hier, Moment, das ist die falsche Seite, das sieht man so. Hier als Ersatz, hier wird die Scheibe ausgeschnitten und das ist das Teil, das dann eingesetzt wird als Glas. Die Form entsteht folgendermaßen. Das ist praktisch ein Teil, das in der Negativform, in der auch der Rumpf hergestellt wird, ist ja dieses Teil als geschlossene Fläche enthalten, das nachher die Scheibe darstellen soll. Und genau diese Fläche haben wir dick laminiert mit Keramikmaterial. Das gibt es also zu kaufen bei der Firma R&G zum Beispiel. Und dann sieht es nachher so aus. Es gibt einen dicken Klotz, der genau diese Kontur der Scheibe hat. Den braucht man nämlich als Formteil. Und von diesem Teil des Rumpfes haben wir jetzt hier ein Oberflächenformteil gemacht aus Keramik. Und das spachtel ich jetzt noch und schleife es so lange, bis die Oberfläche eigentlich perfekt aussieht. Es ist also ein mehrfacher Wasserschliff notwendig, um hier eine perfekte Fläche zu erzeugen, die man nachher verwenden kann zum Tiefziehen für die Scheiben, weil es soll ja keine Lunker drin sein und keine Körner sichtbar oder sonstige Schadstellen. Also es ist doch relativ viel Arbeit, bis das Teil dann so glatt ist, dass man es verwenden kann. Aber so würde die Form letztendlich aussehen. Wie so ein Formteil entsteht, habe ich ja gerade etwa beschrieben. Hier haben wir so eine Form. Das ist die Nase unseres Tandemhelikopters. Die will ich nachher auch mal versuchsweise tief ziehen, damit man das sieht. Beziehungsweise hier, wenn man die Größe anschaut, schon mächtig. Das ist eine der 6 Scheiben von der Hughes an der vorderen Haube. Das ist also wenn man den Tandem anschaut dagegen, das ist die komplette Schnauze und das ist nur eine Scheibe. Also das ist schon ein Größenunterschied da. Aber das funktioniert auch. So, und das fertige Teil sieht dann so aus. Das wäre ein gezogenes Teil der Scheibe, das ist aber eine kleinere, da haben wir 2 drauf gemacht. Die liegt im unteren Bereich von unserem Long Ranger. Und die Maschine dazu, die steht hier. Das ist ein Eigenbau einer Tiefziehmaschine. Dazu haben wir sehr viele Grills verbaut. Also Barbecue Grills, das sieht man vielleicht hier noch an den Einstelltasten hier vorne, da kann man ja die Temperatur einstellen. Also hier drin sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, A2 kW. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was für eine Hitze da weggeht. Könnte man also auch ein Hühnchen braten hier drunter. Das Ganze läuft dann in diese Box, ist hier verkabelt worden, wird von mehreren Relais angesteuert, damit wir das Ganze mit einem Kabel mit dem Netz verbinden können, weil sonst würde das uns wahrscheinlich ständig die Sicherung schmeißen. Hier haben wir noch ein Steuerpult.
damit können wir die, das haben wir jetzt schon gehört, zack, das ist das Zünden der Brenner. Nein, Schmarrn, es sind natürlich keine Brenner drin, sondern es sind die Relais, die schlagen gegen diese Verkleidung und deswegen hört sich das so komisch an. Aber es ist gut, das ist Startsignal, jetzt wird die Heizung aktiv. So, und hier haben wir noch eine Steckdose, dafür brauchen wir noch ein Vakuum und das machen wir einfach mit dem Industriesauger. Die muss ich aber noch anschließen. Dafür ist in dem Vakuumkasten ein Loch. Ist zwar ein Monstrum, aber der müsste nicht so groß sein, da genügt auch ein kleineres Gerät. Und die Box, mit der wird der Sauger verbunden. So. Und so habe ich die Möglichkeit, zwischen Heizung und Saugen einem Schalter hin und her zu schalten. Das heißt, wir beheizen zuerst die Folie. Ist die Folie weich genug, schalten wir um auf Saugen und erzeugen hier ein Vakuum. Zum Gerät selber. Das Gerät hat hier einen Rahmen, der kann nach oben und unten bewegt werden. Also hin zur Heizung und später nach unten auf die Formen. Da müssen wir jetzt aber zuerst einmal eine Folie einspannen, dafür gibt es hier einen Spannrahmen. Dann haben wir hier so eine Art Raumteiler. Das ist deswegen drin, weil die Folien gibt es in verschiedenen Größen. Aber meistens nicht in der richtigen, die man braucht. Und um wenig Material zu verschwinden, habe ich hier einfach ein Teilstück reingemacht, das das Vakuum hält. Das ist ja so eine Folie, die ist in Rauchglas ausgeführt. Die legen wir jetzt hier in den Rahmen. So. Und verschrauben das Ganze dann mit dem Füllstück, das die Folie quasi verlängert, damit hinterher das Vakuum funktioniert. So, im Prinzip ist es jetzt so, wenn die Folie die gesamte Fläche ausfüllen würde, braucht man natürlich dieses Teil nicht mehr. Also es ist eigentlich ein reines Hilfsmittel, weil die Folie zu klein ist. So, und da kommt hier der Spannrahmen drüber. Das ist keine vollautomatische Anlage, die haben wir selber gebaut, aber sie funktioniert. So, Folie ist drin, im Rahmen verspannt. Der nächste Schritt ist, wir müssen ein Formteil, das ja schon hier liegt, auf diese Fläche legen. Die Fläche, die besteht aus einem Lochblech, das ist ein geschlossener Kasten, hier saugt der Staubsauger an. In dem Moment, wo ich den Staubsauger einschalte, entsteht hier ein Vakuum. Das heißt, wir werden die Folie jetzt erwärmen. Wenn die Folie warm ist und ordentlich durchgeweicht, sage ich jetzt mal, das ist aber eine Erfahrungssache, wie lange das dauert, das muss man ausprobieren. Dann wird dieser Rahmen nach unten gesenkt. In dem Moment, wo er hier die Fläche trifft, wirkt das Vakuum und zieht die Folie über die Form. Die Heizung wird dabei automatisch ausgeschaltet. Und dann wird das Teil fertig. Und genau das zeigen wir jetzt mal, wie das funktioniert. So, ich habe hier mein Schaltteil. Jetzt schalte ich mal um auf Heizen. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis die Temperatur hier oben entsteht. Ja, langsam bewegt sich hier etwas. Ups. So. Jetzt machen wir es so. Ich gehe einfach weiter nach oben. So kann ich die Temperatur etwas steuern, bis ich das Gefühl habe, jetzt passt's. Schauen wir mal, schaut gut aus. Jawohl, jetzt schalte ich um auf Saugen. So, das Material ist jetzt hart, es wird auch schon kälter und schalten das Vakuum aus. Wir machen die Klappen auf. Das hat einen Grund, warum die Dinger aus Holz sind. Holz heizt sich nicht auf und ich verbrenne mir nicht die Finger.
Schaut ein bisschen komisch aus, es sind wirklich Holzstopsel mit Gewinde drin als Griff. So, und jetzt nehmen wir das Teil ab. Zack. So. Jetzt sehen wir das fertige Teil. Es ist natürlich, oder kann natürlich nur so gut werden, wie die Form ist. Das heißt, in der Form, selbst Staub würde sich hier abbilden. Und darum ist es auch nicht immer total perfekt. Das heißt, wir haben außen kein Vakuum, da haben wir den Staub. Und wenn wir es runterziehen und der Staub ist dazwischen, dann haben wir verloren, dann ist er einfach drin. Fällt aber kaum auf, kann man teilweise sogar rauspolieren. Aber es ist schon nicht ganz einfach, hier eine gute Qualität zu erzielen. Wenn euch diese kleine Einführung in die Tiefziehkunde gefallen hat, liked mich, abonniert mich und ihr vielleicht selber so ein Gerät bauen wollt, ihr dürft mich gerne fragen oder in die Kommentare etwas schreiben, ich werde es beantworten. Ansonsten für heute erst einmal tschüss und wir sehen uns das nächste Mal.